Das KI-Kompetenzzentrum Karl bietet mehrere Begegnungsstätten, um künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Alltagsbereichen zu erforschen und erlebbar zu machen. Mit der Lernfabrik Globale Produktion des WBK am KIT wird der Einsatzbereich der Produktion abgedeckt. Unsere Lernfabrik Globale Produktion stellt sozusagen eine Spielwiese dar, um diese Use Case real erfahren zu können. Ich kann sie ausprobieren, ich kann sie in einer angstfreien Umgebung als Mitarbeiter ausprobieren, wie eine KI-Unterstützung dann funktioniert, ob ich das Zahnrad richtig eingelegt habe etc. Besonders die manuelle Montage steht hier im Mittelpunkt. Dazu arbeiten Industrie und Forschung gemeinsam an Demonstratoren, welche die unterschiedlichen Assistenzsysteme erleb- und messbar machen. So lassen sich die Effekte untersuchen und Strategien für künftige Einsätze entwickeln. Die Kompetenzen der Teilnehmenden sind ebenso vielfältig wie die verschiedenen Effekte von KI auf die künftigen Produktionsmitarbeitenden und Prozesse. Also der Klaus hat grundsätzlich den Effekt auf die Produktionsprozesse, dass einfach in Echtzeit überprüft werden kann, ob der Werker jetzt diesen Schritt korrekt durchgeführt hat und wenn nicht, den Werker direkt auch darauf hinweisen kann. Bedeutet es, sichert eine gewisse Qualität in dem Montageprozess und sorgt dafür, dass es einfach den Qualitätsstandards entspricht. Mit unseren KI-Verfahren wird es eben ein vollautomatischer Prozess. Das bedeutet, das Robotersystem lernt aus der Beobachtung seines eigenen Verhaltens, wie verhält sich die Welt, wenn ich mich auf bestimmte Art und Weisen bewege. Und basierend auf diesem Modell des Roboterverhaltens kann man dann durch iterative Optimierung automatisch optimieren. Also wir haben kleine Sensoren entwickelt, die entweder direkt am Werkzeug oder an Werkstücken angebracht werden können und diese entsprechend überwachen können, ob beispielsweise ein Schrauber benutzt wurde und auch korrekt benutzt wurde, aber auch Sensorik, die direkt am Nutzer als ein Wearable angebracht ist und einzelne Handgriffe oder Montagehandlungen überprüfen kann. Hauptsächlich bei uns ist eben die 3D-Punktewolke sehr interessant, um dort dann eben mit KI-Ansätzen zu agieren, zu arbeiten, um dann eben Unzulänglichkeiten oder Fehlstellungen, Fehlteile herausfinden zu können, sodass eben weniger Ausschuss entsteht, dass der Werker optimalst geführt wird oder auch unterstützt wird, um Ausschussrate gering zu halten. Also im Fall von Helodome ist es so, dass die Produktionsmitarbeiter entlastet werden von der monotonen Aufgabe, intakte Bauteile zu überprüfen, denn das übernimmt ja dann das automatische Verfahren. Ein Mehrwert nicht nur für die teilnehmenden Unternehmen und Institute, sondern auch für weitere Interessierte. Wir merken in Karl, dass viele Unternehmen, auch kleinere und mittelständische Unternehmen, auf uns zukommen mit einer ganz unbestimmten Idee. Wir müssten was im Bereich KI machen, das ist eine Zukunftstechnologie, aber so ganz genau, was sie machen sollen, wissen sie nicht. Und da hilft es, wenn man zeigen kann an Demonstrationsbeispielen, was mit KI möglich ist. Und das genau erhoffen wir uns im Zentrum von diesem Use Case P1. Wir können hier Robotiklösungen, die KI unterstützt sind, zeigen. Wir können Bildverarbeitungslösungen zeigen, Qualitätssicherungsaufgaben, Industrieaufgaben. Die Unternehmen können sich hier inspirieren lassen im besten Sinne und schauen, was von dem, was hier gezeigt wird, ist auch für mich nützlich und anwendbar. Und darüber erhoffen wir uns einen großen Nutzen. Wenn man über künstliche Intelligenz, KI redet, haben viele Mitarbeitenden das unbestimmte Gefühl, dass es mittelfristig darum geht, ihren Arbeitsplatz zu ersetzen. Wir wollen hier kollaborative Szenarien zeigen. Menschen arbeiten mit KI und mit Produktionstechnik zusammen, werden entlastet von lästigen, repetitiven, sich wiederholenden Aufgaben, haben dafür mehr Zeit, wirklich wertschöpfend tätig zu sein. Mehr kreativ, mehr planend, mehr steuernd, mehr koordinierend. Und für solche anspruchsvollen Szenarien versuchen wir hier Vorzeigebeispiele zu schaffen.